Moin, moin, meine Lieben. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir sind hier heute an Blütetag 43 in unserem Kellerzelt. Ne? Dieses Video wird unterstützt von Mars Hydro. Nur so als Info. Genau, wir sind hier Blütetag 43 bei der Apples and Bananas X SBSE von KK Plants. Ne? Rabattcode in der Beschreibung. Genau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Setup, muss ich sagen. Also die Lampe von Mars Hydro, also das ist ja die FC, ich schau mal eben kurz. FCE 6500 ist es. Ne? Der hat 730 Watt auf Maximalleistung, aber das läuft hier nicht bei mir. Wir laufen hier gerade mit 700 ppfd. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ich meine, schaut euch diese Colas an, ne? Und dieser Duft ist bescheuert, Leute. Also wirklich, dieser Duft ist echt verrückt. Also in ungefähr 3 Wochen ernten wir. Ne? 3 Wochen ist ungefähr Erntezeit. Und ich bin mal gespannt, was wir rauskriegen. Also ihr seht auch schon, dass die sich komplett neigt, weil die so schwer sind, die Buds. Also das ist schon ordentlich. Also ja. Ihr seht, wir haben hier ein Netz drin, ein Scrog-Netz. Ist halt weit darüber hinaus gewachsen. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen mehr. Und zwar, wir sind hier in unserem DWC-System. Das ist eine Pflanze, Leute, auf 1,20 mal 1,20. Ne? Ja, genau. Hier ist unser Stamm. Guckt euch diesen Stamm an, Leute. Ja, das ist unser Stamm. Ich gucke mal kurz, was ich da als Vergleich hinpacken kann. Und zwar, ich habe hier einen Zollstock. Und dann zeige ich euch mal jetzt einfach mal der Zollstock im Vergleich zum Stamm. Ne, von der Dicke. Ihr wisst ja, wie dick so ein Zollstock an sich ist. Ne, also der Stamm ist breiter, als der Zollstock zusammengeklappt breit ist. Ne? Wir können jetzt mal messen. Also, wenn wir jetzt hier mal so messen, würde ich jetzt so sagen, der Stamm ist ca. 6 mm breit. Oder 5,5 cm breit. Also im Durchmesser. Also ist schon ordentlich auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich euch mal die Wurzeln. Ja, also die war ja bei den Hochtemperaturen auch nicht gekühlt. Ne? Aber ihr seht das ja, die Wurzeln sehen eigentlich ganz gut aus. Ne? Das liegt am Pyrolyt, das wir hier drin haben. Weil hier ist ja Pyrolyt drin und alles drum und dran. Ne? Gedüngt wird hier mit Flower Power Bloom von RK Fertilizer. Ist auch gesponsert, aber ich bin mit dem Dünger so zufrieden, dass ich den halt immer wieder nutze. Und ja, also die Trichome sehen auch echt schön aus, also schön harzbesetzt. Also die Apples Bananas, falls ihr es nicht wisst, ist eine Washer-Genetik. Also die bildet generell sehr viel Harz aus. Ne? Also wirklich sehr, sehr viel. Ja, und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sie sich jetzt noch in den nächsten 3 Wochen entwickeln wird, wie sich die Farben entwickeln werden, weil die wird auch ihre Farben ändern. Also, aber ich weiß ja nicht, in welche, also wie sie sich genau jetzt ändern wird. Also die wird noch ein bisschen purpeln wahrscheinlich nicht, aber so gelblich, die wird so gelblich, wisst ihr, so goldend. Also so war es beim letzten Mal auf jeden Fall. Ne, ob es diesmal so wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe auf jeden Fall. Ne? Und ja, also wie gesagt, die Blütenstruktur ist schon echt brachial, muss ich sagen. Wird echt schwer, sie neigt sich richtig rüber, sieht man ja. Ne? Alle in eine Richtung gefühlt. Ja, also das Netz, also ohne das Netz würde jetzt einfach zusammenklappen. Ja. Und ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt gerade eine Luftfeuchtigkeit von 45%, eine Temperatur von 21 Grad, eine Wassertemperatur von 22 Grad. Wir haben einen C-Wert von 1,8 und einen pH-Wert von 5,8. Genau. Ne? Wie gesagt, ich bin hier auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Setup. Danke nochmal an Mars Hydro fürs Bereitstellen der Produkte. Also ich bin wirklich gespannt, was hier rauskommen wird, Leute.
Hattet ihr die Genetik? Würde mich mal interessieren. Hattet ihr die Genetik schon? Und wenn nicht, was ist eure Lieblingsgenetik, die ihr selbst angebaut habt? Ich möchte nicht wissen, welche eure Lieblingsgenetik ist, die ihr am liebsten konsumiert, sondern was ist eure Lieblingsgenetik, die ihr selbst gegrowt habt? Das würde mich mal interessieren. Ich zeige jetzt mal noch ein bisschen die Blüten. Hier, ne? Also sehen wirklich schön aus, muss ich sagen, ne? Also da kann man jetzt nicht so meckern, ne? So klar, ein bisschen viel Blätter und sowas dabei, aber das ist ja egal, ne? Weil es ist ja eh eine Washer-Genetik. Ja, wie findet ihr das Setup? Würdet ihr euch so eine Monsterpflanze growen im DWC? Das würde mich mal interessieren, Leute. Na gut, das war's dann auch mit dem Update. Wie gesagt, in 3 Wochen ist circa Ernte. Aber ich werde nochmal vor der Ernte auf jeden Fall nochmal ein Video machen und euch mal zeigen, wie die farblichen Veränderungen sind oder wie auch immer. Ne? Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim... Ah nee, warte mal. Genau, und zwar, ich werde nämlich demnächst den Fade einleiten. Also wir gehen mit Athena Fade rein. Und zwar ungefähr in roundabout 10 bis 15 Tagen gehen wir rein in den Fade. Und dann wird sich sowieso noch die Farbe verändern. Ne? Und dann zeige ich euch, also nachdem der Fade angekommen ist, sage ich jetzt mal, werde ich euch nochmal ein Update von der Pflanze zeigen. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Euer Blackgrow HB.